Hallo liebe Anti-Aging-Enthusiasten, weiter geht es mit meiner Kurzvideoserie. In diesen kurzen Videos fasse ich die Ergebnisse aus meinen ausführlichen Hauptanalysen kompakt zusammen, zum schnellen Nachschlagen ohne lange Studiendetails. Dieses Video über Resveratrol ist gleichzeitig ein Update, weil es auch eine kürzlich veröffentlichte, sehr umfangreiche, aussagekräftige Quelle aufgreift. Beginnen wir mit einem knappen Steckbrief. Resveratrol ist ein sekundärer Pflanzenstoff aus der Gruppe der Polyphenole. Natürlich kommt er in sehr kleinen Mengen in Traubenschalen, Beeren, Erdnüssen und manchen Kräutern vor. Nahrungsergänzungsmittel enthalten überwiegend Trans-Resveratrol aus dem japanischen Staudenknöterich, der übrigens auch hier in Duisburg Süd regelrecht wuchert, vor allem in Wassernähe. In den ausgewerteten Humanstudien lagen die eingesetzten Tagesmengen grob zwischen 75 und 400 Milligramm Trans-Resveratrol pro Tag. Damit zur ersten Frage. Was ist bisher bekannt? Erstens, der SIRT1-Hype bestätigt sich beim Menschen bisher nicht. Sirtuine werden in der Longevity-Szene oft als Langlebigkeitsenzyme beschrieben. Vor allem SIRT1 gilt als möglicher Mechanismus für Zellschutz, Stoffwechselregulation und biologische Verjüngung. Doch genau hierin liegt die erste Ernüchterung. Eine Meta-Analyse randomisierter kontrollierter Studien fand keinen Einfluss von Resveratrol auf SIRT1. Weder hinsichtlich Genexpression und Proteinexpression noch beim Serumspiegel. Zweitens, viele alterungsrelevante Laborwerte und funktionelle Anwendungsbereiche im Anti-Aging bleiben unverändert. Dazu zählen Blutzucker, Insulin, Blutfette und Blutdruck, außerdem Kognition, Stimmung, Schlaf und empfundene Lebensqualität. Diese Befunde stammen aus belastbaren Studien mit gesunden Frauen ab etwa 50. Drittens, der einzige tendenziell positive Laborhinweis betrifft CTX. CTX ist ein Knochenabbauwert. Bei besagten Frauen sank dieser Wert leicht, aber keineswegs verlässlich. Die Reproduzierbarkeit dieses Effekts ist fragwürdig. Schließlich offenbarte nur eine von 3 randomisierten Studien diesen kleinen Rückgang. Viertens, die neue Übersichtsarbeit aus dem Jahr 2026 ergänzt 2 weitere Nullbefunde. Das chinesische Forscherteam um die klinische Forscherin Jianan Sun wertete 45 systematische Reviews und Meta-Analysen zu 68 gesundheitsbezogenen Messwerten rund um Resveratrol aus. Bei ausdrücklich gesunden Teilnehmern blieben 2 Messungen mit direktem und indirektem Anti-Aging-Bezug ohne Nutzen. Blutdruck und maximale Sauerstoffaufnahme in Klammern VO2 Max wurden durch das Polyphenol nicht günstig beeinflusst. Damit zur zweiten und letzten Frage. Was wissen wir nicht? Für direkte Messgrößen der biologischen Alterung fehlt es weiterhin an belastbaren Humanstudien, etwa zu epigenetischen Uhren zur Abschätzung des biologischen Alters oder zu Gebrechlichkeitsindizes. Und ob der sekundäre Pflanzenstoff beim gesunden Menschen tatsächlich gesündere Lebensjahre oder ein längeres Leben ermöglicht, ist ebenfalls nicht belegt. Genau dort müsste Resveratrol aber überzeugen, wenn man von echter Anti-Aging-Wirkung sprechen will. Mein Fazit lautet daher: Für gesunde Erwachsene fällt die Resveratrol-Bilanz im Anti-Aging-Kontext äußerst schwach aus. Die Humanforschung liefert bisher allenfalls kleine, sehr begrenzte Signale. Die großen Versprechen, SIRT1-Aktivierung, biologische Verjüngung oder messbar langsameres Altern werden nicht eingelöst. Teils wegen direkter Nullbefunde, teils wegen fehlender Humanstudien. Therapiestudien bei Erkrankten oder Risikogruppen berichten hingegen häufiger kleine Verbesserungen
bei unterschiedlichen klassischen Laborwerten. Für die Anti-Aging-Frage bei gesunden Menschen sind diese Befunde jedoch nicht relevant, auch wenn Ergebnisse aus Therapiestudien in Medien und Marketing häufig fälschlich als Anti-Aging-Effekte verkauft werden. In meinem ABC-Schema landet Resveratrol weiterhin in Kategorie B, minimale Humanevidenz. Die ausführlichere Resveratrol-Analyse aus dem Jahr 2025 mit mehr Tiefe findet ihr verlinkt in der Videobeschreibung. Was mich dennoch mal interessieren würde, wofür hast du Resveratrol bisher eingesetzt und wie lautet dein persönliches Fazit? Dann bedanke ich mich für dein Interesse und Vertrauen und würde mich freuen, dich ebenfalls als neuen Abonnenten begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne, let's get younger, not older, and have a nice day!